Howdy! Heute ist der 5. Tag hier auf dem Trail, der 19. April 2022. Bin gerade erst losgelaufen, es ist schon relativ spät, also 15:24 Uhr. Das liegt daran, dass ich gestern genau hier angekommen bin und dann getrennt bin nach Julian, also nicht abgekürzt oder so, also ein Ort, der hier ein bisschen abseits vom Trail liegt. Ich bin getrennt, weil ich da eine Hotelreservierung hatte im Gold Rush Hotel. Kam da 15:30 Uhr ungefähr an. Richtig, richtig schön. Die Akkus aufgeladen, geduscht, ein bisschen Wäsche gemacht. Ja, ein paar Fotos eingestellt, Nachrichten beantwortet. So Arbeit halt, die man hier auch nebenbei so hat. Hab da den Tag verbracht gestern. War richtig, richtig schön. Richtig schöne Stadt auch, Julian. Und das Hotel ist auch, ja, wie soll man das sagen, die sind da sehr detailverliebt, auch richtig schön eingerichtet, so wie im Wilden Westen. Da stellt man sich vor, wie man kommt hier als Cowboy nach einem langen Ritt in die nächste Stadt. Und genau das, was man da sich so vorstellt als Hotel oder als Bleibe für die nächste Nacht, das habe ich da vorgefunden. Richtig gut. Ja, und jetzt haben wir hier mit ein paar anderen Leuten noch unter der Brücke, unter so einer Highway-Brücke hier gewartet oder ein bisschen Zeit totgeschlagen, weil so in der brütenden Hitze, also jetzt ist es so langsam okay, kühlt sich langsam ab, aber so vor 1-2 Stunden loslaufen, das wäre fatal gewesen. Also unter der Brücke war es relativ frisch durch den Wind und den Schatten, deswegen habe ich auch die Jacke hier noch an, die werde ich aber gleich ausziehen. Und laufe jetzt hier durch die Wüste. Ich will noch ein paar Meilen machen heute, vielleicht bis 18 Uhr oder so. Also ganz entspannt 2-3 Stunden laufen. Mir dann ein schönes Plätzchen zum Zelten suchen. Ja, das war's dann heute. Also so kein Zero Day, also kein Tag, an dem man 0 Kilometer oder Meilen läuft, sondern Nero Day, also einer, an dem man Near 0 Meilen, also ja, fast 0 Meilen oder Kilometer läuft. Das ist dann so einer für mich heute. Richtiger Luxus, auch in dem Bett geschlafen zu haben, geduscht zu haben. Das ist schon krass, wie das mit der Regeneration des Körpers so funktioniert. Gestern bin ich angekommen in Julian und mir hat ja fast alles wehgetan, so, weil ich ja ziemlich auf die Tube aufs Gas gedrückt habe, um dann nach den 4 Tagen auch in Julian anzukommen, weil man dort tatsächlich so aus der Hüfte kein Hotelzimmer kriegt. Da ist alles ausgebucht. Und mein Hotelzimmer hatte ich mir schon vor 4, 5, 6 Wochen oder wann es war gebucht. Ich dachte so, naja, 4 Tage bis Julian, also 125 Kilometer ungefähr. 4 Tage schaffst du. Habe ich auch geschafft, aber ja, das Ding ist ja, dass man hier eigentlich von diesem Termindruck wegkommen will. Und ja, das war dann auch, würde ich mal sagen, so der letzte Termin, den ich mir hier gesetzt habe. Und den Rest jetzt, irgendwelche Übernachtungen oder so, mache ich dann spontan. Oder zumindest lass mir da so viel Zeit, dass ich da nicht ja, in die Enge getrieben bin. Jo, jetzt wird es langsam wärmer. Ich werde mal die Jacke ausziehen und in den Flow kommen. Also heute 5. Tag hier auf dem Pacific Crest Trail.
Wow, hier stehen überall riesen Kakteen um mich rum, die so groß und so dick sind wie Menschen. Also die da hinten noch nicht, aber guck mal, wenn man hier so, ja, krass. Und von da ganz hinten, von den Bergen und durch dieses flache Tal, ist es ein Tal? Naja, aber durch dieses flache Gelände ging es dann gestern Mittag in der brütenden Mittagssonne. Das war nicht schön. Ja, naja, daher heute ein bisschen später, 15:30 Uhr. Und ja, mal schauen, wo ich heute Nacht mein Lager aufschlage. Wahrscheinlich wird man mich jetzt hier gar nicht hören. Aber ich dachte mir, ich mache mir kurz ein kleines Video. Ich schaue mir jetzt hier den Sonnenuntergang an. Richtig schön. Wow. Howdy! Heute ist Donnerstag, der 21. April 2022, Tag 7 genau auf dem Trail. Ja, Tag 7. Genau, also jetzt der letzte Tag der ersten Woche. Ich habe bisher einmal in einem Hotelzimmer geschlafen, in Julian, im Gold Rush Hotel, was richtig gut war. Die restlichen Nächte über habe ich im Zelt geschlafen. Das ist gar nicht mal so übel, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich schlafe immer besser im Zelt. Auch richtig gemütlich, trotz wenig Platz. Man findet sich da so ein. Ich hoffe, man hört mich hier halbwegs, weil der Wind wieder aufzieht. Ich bin jetzt hier ein paar Kilometer oder ein paar Meilen vor einem Ort, der heißt Warner Springs. Und sehen kann ich vor mir den Eagle Rock. Das ist ganz cool. Das ist so ein Steingebilde, wie auch immer die hierher kamen. Und dieses eine Steingebilde sieht halt aus wie ein Adler. Ganz cool. Kleiner Höhepunkt des Tages heute. Und der nächste Höhepunkt danach, der wird dann der Ort Warner Springs für mich sein. Also ich habe ja jetzt die letzten Tage immer mal so Trail Food gegessen. Hatte vielleicht einen Burger, glaube ich, unterwegs mal in Lake Morena. Aber worauf ich jetzt richtig Bock habe, ist ein Kaffee. So ein richtig schöner, solider Filterkaffee mit Haselnussmilch. Ja, da werde ich wahrscheinlich 2 davon mir reinziehen. Und danach ein schönes Frühstück. Also es ist jetzt 11:18 Uhr, habe jetzt 13 Kilometer auf der Uhr, bin um 8 losgelaufen. Ja, ist ganz okay, aber ich freue mich auf Warner Springs und was Gutes zu essen, auch wenn es vielleicht nicht so gesund ist, aber viele Kalorien hat. Kaffee. Und in Warner Springs liegt mein erstes Paket, was ich mir von San Diego aus hierher dorthin geschickt habe. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich glaube, ein paar Riegel oder sowas, die ich über hatte in San Diego, die nicht mehr an meinen Rucksack gepasst haben. Ja, mal schauen, was da auf mich wartet. Oder ob das da auf mich wartet, ob es geklappt hat. Aber ich denke schon. Ich habe das vor
über eine Woche vor 8 Tagen jetzt abgeschickt, müsste eigentlich da sein. Ja, und hinter mir, das wird wahrscheinlich zu weit weg sein, hinter mir ist der Eagle Rock. Howdy, immer noch 7. Tag, Donnerstag, 21. April 2022. Von da, wo ich heute Morgen losgelaufen bin, kurz vor Meile 100, glaube ich, war das die Meilenmarkierung habe ich erst danach gesehen, ja. Ja, also von da, wo ich heute Morgen losgelaufen bin, bis vorhin nach Warner Springs. Das waren so 19 Kilometer. Bin ich durchgelaufen, war ganz schön, richtig schöner Weg, nochmal abwechslungsreich. Viel Grün diesmal. Hab dann da in Warner Springs eine Pause gemacht, aber nicht eine Pause im Sinne von so Beine hochlegen, schlafen, ausruhen, sondern mehr so eine organisatorische Pause, weil ich in Warner Springs mein erstes Paket hatte. Bin dann da zur Post gelaufen. Also Warner Springs, ich habe mir das größer vorgestellt. Das ist echt ein ganz kleiner Ort mit einer riesen Feuerwehrwache. Also die Feuerwehrwache und die Schule, die da angrenzt, die bilden quasi den Ort. Neben so ein paar sehr luxuriös anmutenden Häuschen und der Post und einer kleinen Gasstation, also einer Tankstelle mit, glaube ich, einem Zapfhahn. Aber dort gab es einen Kaffee und einen Hotdog und einen Burger. Also alles nur so fertig, dann aus der Mikrowelle, nicht frisch, aber war ganz lecker. Dafür, dass ich heute Morgen nur, ich glaube, so ein Taco-Dings habe ich mir gemacht mit Erdnussbutter und einem Stück Käse und einen Riegel habe ich verputzt heute Morgen. Mehr nicht auf die 19 Kilometer. Hatte also entsprechend Hunger. Ja, habe dann das Paket abgeholt. Schön hier. Ja, habe dann das Paket abgeholt aus Warner Springs. Neben der Tankstelle stand so ein paar kleine Picknicktische, habe es mir da gemütlich gemacht. Ein großes Gatorade mit Gurkengeschmack getrunken. Eigentlich ganz lecker, aber schmeckt es immer noch. Ja, und ein A&W Root Beer. Richtig schön kalt, das war gut. Also kein Bier, das ist antialkoholisch.
dieses Root Beer. Das heißt nur so. Ja, habe dann das Paket ausgepackt. Und in dem Paket hätte ich gar nicht vermutet, dass es da drin ist. Aber glücklicherweise habe ich das dahin geschickt, nach Warner Springs. In dem Paket lagen meine Schlafschüchchen. Ja, das sind so kleine, wie so kleine Schlafsäcke für Füße. Also die sind auch mit Daune gefüllt und so. Die kann man ganz, ganz klein zusammenpressen. Sind in so einem kleinen Beutel. Aber die halten nachts die Füße richtig warm. Und es soll jetzt richtig kalt werden, hatte mir Coach, heißt da, auch ein Deutscher aus Hannover, heute gesagt. Der war mit mir da an diesem Picknicktisch. Mit dem hatte ich mich kurz unterhalten. Den treffe ich, wenn ich Glück habe, sogar gleich wieder. Ja, habe dann das Paket ausgepackt, mir an der Tankstelle, da ist ja so ein kleiner Laden drin, noch ein bisschen Verpflegung für die nächsten paar Tage besorgt. So viel war es gar nicht, weil viel war im Paket glücklicherweise. Musste ich mir gar nicht allzu viel kaufen. Brauche jetzt aber für 4 Tage so über den Daumen, also heute ist Donnerstag, bis Montag Verpflegung. Also Wasser gibt es ja hier auf dem Weg in den unterschiedlichen Wasserquellen, aber halt Verpflegung nicht. Ich brauche jetzt für 4 Tage Verpflegung und plane so am Montag in einem Ort anzukommen, der heißt Idlewild. Der ist ein bisschen größer und da wollte ich eigentlich auch einen Zero machen, also meinen ersten Zero. Habe zwar in Julian übernachtet, bin aber an dem Tag, an dem ich da angekommen bin, 30 Kilometer gelaufen. Und am nächsten Tag ging es dann gleich weiter, weil es 12 Kilometer oder was das waren, aus Julian raus. Also es war, wenn dann am zweiten Tag ein Nero, kein Zero. Und ich wollte eigentlich in Idlewild ein Zero machen, was bedeutet, dass man bestenfalls 2 Nächte am selben Ort, der auch bestenfalls Komfort bietet, also ein Hotelzimmer oder ein Airbnb oder sowas, dass man dort dann für 2 Nächte bleibt. Habe ich mir vorhin in Warner Springs am Picknicktisch kurz angesehen. Da gab es guten Empfang, gutes Internet. Ja, was soll man sagen? Die Preise sind utopisch. Also habe bei Booking.com geschaut, da gab es Zimmer für 2 Nächte ab so $200. Das war so der erste Preis. Im Kleingedruckten steht da noch was von irgendwie Servicepauschale, Reinigungspauschale. Also Servicepauschale $28, Reinigungspauschale $49 und so. Also würden diese $200 für 2 Nächte bei Booking.com das preiswerteste locker 300 werden. Da habe ich keinen Bock drauf. Und bei Airbnb sieht es nicht anders aus. Da hatte ich eine Unterkunft gefunden, sah ganz gemütlich aus, ein bisschen abseits, also in Idlewild, aber ein bisschen mit Fußweg verbunden, um in die Stadt zu kommen. Aber es ist nicht so dramatisch. Für eine Nacht $60, da dachte ich schon, da schlage ich jetzt zu. Also 2 Nächte 120, dann wieder Kleingedrucktes. Ja, und bei der Reinigungspauschale von $148 habe ich dann ja, erstmal das Handy wieder eingesteckt und mir gesagt, da denke ich nochmal drüber nach. Ja, beziehungsweise schaue ich mal, wenn ich den Coach wieder treffe oder ein paar andere Leute. Also ich habe noch ein paar Leute, die sind hinter mir. Chris und Katharina aus Finnland, Chris aus Deutschland, aus München, glaube ich, kommt der sogar. Der wohnt aber in Kalifornien hier. Ja, wenn ich da so ein paar andere Leute noch treffe und man sich da gegebenenfalls zusammenschließen kann, sich ein Zimmer zu teilen. Also weil es sind meistens nicht nur Zimmer, sondern so kleine Häuschen, Cottages oder ja,
mindestens halt Einrichtungen mit 2 Schlafzimmern. Also wenn man sich da sowas teilen könnte, das wäre schon cool, um den Preis so ein bisschen zu drücken. Naja, ja, mal schauen, was dann am Montag ist, wo ich am Montagabend bin. Ob es nach Idlewild gegangen ist, also bestimmt. Das hoffe ich mal, davon gehe ich aus. Aber spannend ist, wo ich dann schlafe, weil ich habe schon Lust auf zwei Nächte Komfort. Also nicht, dass ich hier schlecht schlafe, das ist alles gut. Aber mal duschen. In Idlewild ist auch ein Waschsalon. Da gibt es die Möglichkeit, die Klamotten mal durchzuwaschen und mal einen Tag nicht zu laufen. Das ist schon, also nicht, weil mich das Laufen stört oder so, oder ich das nicht schön finde. Kann man sich, also das ist ja, wenn man sich das hier anguckt, kann man das gar nicht schön finden. Das ist schon cool, auch wenn es richtig anstrengend ist. Das Ding ist halt so ein Zero, also so einen wirklichen Tag nichts tun, ist für die Regeneration einfach super. Das habe ich in Idlewild auch gemerkt. Diese eine Nacht schon allein, also nachmittags um 3:30 dort angekommen, dann so ein Safe Space zu haben, also so einen Raum für einen selber, ein Bett, ein Klo, eine Dusche, ja, mir was zu essen geholt und mich dann wie so ein kleines Tierchen in meinen Bau zurückgezogen und regeneriert. Das ist echt krass, wie man sich da erholt. Und bei so einem Zero stelle ich mir das noch intensiver vor, natürlich den Effekt, den Erholungseffekt, sodass man dann danach noch fitter wieder auf dem Trail starten kann. Zumal ich nicht weiß, wann da die nächste Gelegenheit besteht. Ja, vor Idlewild kommt jetzt erstmal noch das Paradise Valley Café. Also Paradise Valley, glaube ich, ist übermorgen oder so. Was ist heute Samstag? Ja, Samstag müsste ich da ankommen, wenn es gut geht. Da gibt es auf jeden Fall fett zu essen. Also es ist ein Diner. Da werde ich es mir gut gehen lassen. Allerdings nur Essen, Trinken, Kaffee auf jeden Fall. Und dann geht es weiter nach Idlewild. Ja, ich bin gespannt. Jetzt genieße ich erstmal noch hier die letzte Stunde wahrscheinlich. Habe jetzt knapp 7 Kilometer auf der Uhr nach Warner Springs. Also heute bis Warner Springs waren es 19. Jetzt nochmal 7, wären vielleicht 8, 9. Weiß ich nicht, hängt davon ab, wann ich einen guten Platz zum Übernachten finde. Jetzt ist es 10 vor 5. Ich werde jetzt so langsam mal Ausschau halten nach einem guten Platz. Vielleicht ist der Coach auch da irgendwo schon in der Nähe und hat sein Zelt aufgeschlagen. Das wäre cool. Ja, und dann mal schauen, wie es dann so weitergeht. Howdy! Heute ist Samstag, der 23. April 2022. 9. Tag hier auf dem Trail, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, aber ja. Gestern war der 8., heute ist der 9. Tag. Ja, ich bin jetzt knapp 15 Kilometer
von dem Ort entfernt oder von dem Punkt entfernt, an dem ich die Nacht verbracht habe. Mit ein paar anderen Leuten, das war ganz cool. Also da hat dann abends irgendwie natürlich so jeder so seins gemacht, Zelt aufbauen, essen, dann ein bisschen Smalltalk und dann war es das auch. Und 6:30 oder so war ich dann schon im Bett verschwunden, also im Schlafsack. Und um 7, halb 8 spätestens habe ich geschlafen. Das war ganz gut. War relativ frisch die Nacht wieder. Puh. Aber ich habe ganz gut geschlafen. Heute ist das Wetter auch wieder besser. Gestern war es schrecklich. Schrecklich kalt, windig. Nachts hat es geregnet. Boah. Also gestern war so ein Tag, ja, der gehört wohl dazu. Aber ja, den galt das einfach nur zu überstehen. Also so schlimm war es auch nicht, aber ja. Ganz schön bergauf hier. Ja, bin jetzt auf dem Weg nach Paradise Valley. Da ist so ein Diner, heißt Paradise Valley Café. Die sind besonders wandererfreundlich, machen wohl den besten Burger auf dem Trail. Deswegen will ich da heute unbedingt noch hin. Das Ding liegt an so einem Highway. Also man kommt quasi mitten aus der Landschaft, so wie hier, sieht dann plötzlich so ein Highway vor sich und ein paar 100 Meter weiter am Highway runter steht dann da mitten in der Pampa dieses Paradise Valley Café. Hier huschen die ganze Zeit Eidechsen hin und her oder vor mir her, hin und her, wie auch immer, von rechts nach links. Da vorne auch. Kann man das sehen? Nee, die ist weg. Moment. Ja, vielleicht konnte man es so ein bisschen sehen. Eine kleine Eidechse hier von vielen. Ja, also heute Paradise Valley Café. Heute geht es mir richtig gut. Gestern hatte ich Magenbeschwerden. Ich glaube, das lag daran, ich schleppe schon seit dem Start, beziehungsweise seit vor dem Start schon, eine Tube Jif Erdnussbutter mit mir rum und esse die mal immer so morgens mit Tortilla. Also Tortilla Wraps, Erdnussbutter rein und dann so zusammengerollt. Gestern die ganze Zeit drüber nachgedacht, woran das liegen konnte, dass ich solche Magenschmerzen hatte. Und ich schiebe das jetzt mal auf die Erdnussbutter, die schlecht geworden ist. Kein Wunder, die bewahrt man ja sonst im Kühlschrank auf und nicht hier tagsüber bei 35 Grad Außentemperatur in einem schwarzen Rucksack. Ja, die werde ich jetzt wohl noch mit mir rumschleppen bis zum nächsten Mülleimer und dann hoffe ich, dass es das dann war mit den Magenbeschwerden. Die sind aber heute schon weg, nachdem mir Kelly, heißt sie, eine Krankenschwester, weiß gar nicht, woher sie kam, Idaho oder Iowa, irgendwas von dem. Die hatte ich gestern auf dem Weg getroffen. Wenn man sich hier trifft, so natürlich fragt man sich, na, wie geht's und so, wo willst du hin, wo kommst du her? Ich habe ehrlich geantwortet, habe gesagt, ich habe fette Magenschmerzen. Und sie meint, ich bin eine Krankenschwester, warte mal, ich habe da was für dich. So, dann gab sie mir da so 4 pink- oder rosafarbene Lutsch- oder Kautabletten. Pepsid oder so heißt das Zeug. Davon werde ich mir gleich eine Wagenladung organisieren, wenn ich in der nächsten Stadt bin. Also sie gab mir 4 davon und meinte, ich soll 2 davon jetzt gleich essen und die nächsten 2 aufheben fürs nächste Mal. Ja, was soll ich sagen, eine halbe Stunde
Und nachdem ich die Dinger verputzt habe, ging es mir besser. Richtig gut. Ja. Und so wie das ist, also jeder oder viele oder wie auch immer, man kriegt ja hier so Trailnamen. Mein Trailname ist Supertramp. Kommt daher, am zweiten Tag hatte ich mit einem Typen oder mit mehreren Leuten, 3 waren es ja, gesprochen. Auch so, wenn man sich kennenlernt, naja, wo kommst du her und so. Also neben dem, wie geht's, wo kommst du her und was hast du schon gemacht, so an Trails. Und der Jive Turkey heißt er, ist sein Trailname. Also Jive_Turkey_Hikes ist sein Instagram-Name. Also Jive Turkey. Mit dem hatte ich mich dann unterhalten und der meinte, ja, was hast du schon gemacht und so. Er ist letztes Jahr den den Appalachian Trail gelaufen. Cool, daher hat er seinen Trailnamen. Ja, dann hatte ich so erzählt, was ich so gemacht habe. Jakobsweg und dass ich in Alaska hier bei diesem Magic Bus war. Und dass da auch, ja, dass ich auch da vor diesem Bus war und dann da ein Foto gemacht habe. Wollte er gleich sehen. Er war ganz aus dem Häuschen und meinte, okay, dann ist ab jetzt dein Trailname Supertramp, wie der Typ aus dem Film. Ja, so kam ich zu meinem Namen und was ich eigentlich sagen wollte, die Kelly, die Krankenschwester, die hatte ich vor ungefähr einer Stunde gerade wieder getroffen. Die hatten da irgendwie mit 3 Leuten im Schatten eine Pause gemacht und ihre Zelte getrocknet und Schlafsäcke, weil die auch nass geworden sind, wie meiner. Und sie fragte gleich, wie es mir geht und ob die Bauchschmerzen weg sind und so. Gesagt, ja, 1000 Dank dafür, ich schuld dir ein Bier oder ein Essen oder whatever. Und dachte mir schon auf dem Weg, wenn ich die nochmal wiedersehe, eigentlich wäre das für sie ein cooler Trailname, Florence Nightingale, also nur Nightingale, die Nachtigall, weil diese Florence Nightingale ist wohl die Oberkrankenschwester der Krankenschwestern, also die das Krankenschwester-Ding überhaupt erfunden hat, so kann man es kurz gefasst sagen. Und ich habe ihr so gesagt, also sie hatte mir schon vorher einmal geholfen. Sie hat mich in Julien einmal, da hatten wir uns vor dem Mums Pie Kuchenladen getroffen und darüber gesprochen, ja, wo geht's jetzt hin? Und wir müssten irgendwie uns eine Fahrt nach Scissors Crossing da organisieren, also mit dem Hitchhiken, also Trampen. Und sie sagte, ja, sie guckt mal und so. Sie hätte da schon einen, aber der Wagen sei wohl schon voll. Naja, so sind wir dann da auseinandergegangen. Ich habe dann in Julien so mein Ding gemacht. War noch in so einem Supermarkt, der auch so eine Theke hat er wahrscheinlich immer noch, die Sandwiches gemacht haben, richtig frische, leckere Sandwiches. Schon eine halbe Stunde vergangen seit dem Gespräch mit der Kelly. Auf einmal kommt die ganz völlig außer Atem in den Laden gestürmt. Oh, Supertramp, Supertramp, wir haben eine Fahrt nach Scissors Crossing. Ja, also die hat da an mich gedacht, echt. Hat mich da in dem ganzen Ort, der ist nicht groß, gesucht. Alle Leute nach mir gefragt, bis sie einen Chris getroffen hat, der wusste, dass ich in diesem Laden bin, der sie dann dahin gelotst hat. Ja, also hat sie mir jetzt schon das zweite Mal geholfen. Einmal mit der Fahrt und das zweite Mal mit den Magentabletten. Ja, so dass ich heute Morgen auf dem Weg dachte, Mensch, die hat doch den Namen Florence Nightingale mal so richtig verdient. Ja, und das habe ich ihr vorhin mal so mitgeteilt, eröffnet, dass das ein guter Vorschlag für einen Namen wäre, für einen Trailnamen. Ich hatte ihr gesagt, ja, ich kann dir jetzt keinen Namen geben, also das steht mir nicht zu, aber als Vorschlag kannst du ja mal drüber schlafen. So. Naja, die war jedenfalls
ganz erfreut und so. Natürlich kannte die Florence Nightingale auch und gleich erzählt, die hatten da wohl in der Schwesternschule gleich am Anfang das Thema, naja, und war da ganz erfreut und auch die Leute drumherum, oh, Nightingale, Nightingale, Nightingale ist ein cooler Name. Ja, naja, mal schauen, ob es dabei bleibt. Wenn ja, habe ich der Kelly jetzt einen Trail Name verpasst. Witzig. Ja, that's life hier on the trail. Ganz cool, ja, und hinter mir, neben mir die Landschaft. Richtig schön. Ja. So, jetzt geht's nach Paradise Valley, zum Paradise Valley Café. Ich sehe schon den Burger und die kalte Coke, an der sich außen an der Glaswand Kondenswasser bildet. Boah, ich trinke gleich 3, glaube ich. Ja, Prost, Ronny. Bubble popped. Oh, really? So I got lucky. I'm just gonna pull over and let this truck go by. He was about to follow me over here, but now you keep going, bud. Yeah. Ja, Spencer, Yeah. you're on camera. Yeah, Herr Schultz. Herr Schulz, Herr Schultz. nice. Ja. Herr Schulz. Mich Deutsch nicht sehr gut. It's okay. Ja. Cool. Hallo, howdy. Wir sind jetzt hier bei Meile, was war das, 162 oder so. Tag 11 auf dem PCT. Ich glaube, heute sollte der 23. oder der 24. auf jeden Fall ist heute Sonntag, April. Richtig schön hier gerade. Die Sonne scheint. Hier läuft der Coach hinter mir. Im normalen Leben als Matthias bekannt. Ganz cool, so zusammen auch mal zu laufen. Da vergehen irgendwie die Meilen ein bisschen schneller doch gefühlt. Das ist tatsächlich nicht so langweilig. Ja, die Gegend hier, die ist echt auch atemberaubend. Richtig schön. Jetzt haben wir noch ungefähr 6,7 Meilen oder so vor uns bis zum Apache Spring. Und da gibt es dann kurze Zeit danach auch einen Zeltplatz. Also eine ebene Fläche, wo man ein Zelt aufschlagen kann. Und morgen sind es dann nochmal 6 oder 7 Meilen bis Idlewild. Ja, immer noch keine Klapperschlange gesehen. Leider, leider. Ich hoffe, das ändert sich noch hier die nächsten Tage. Aber dafür ist der Rest hier einfach richtig, richtig schön. Ja, unglaublich. Das Wetter ist auch richtig gut. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Weht ein angenehmes Lüftchen. Richtig cool. Wir sind ja auch relativ weit oben. Also viel höher geht es hier auf dem
Hügel, auf dem wir sind, gerade gar nicht. Ich weiß nicht, wie hoch das hier ist. Zwischen 2.000 und 3.000 Meter würde ich fast sagen, so, oder? Ja. Ja, aber richtig schön. Blauer Himmel, Sonnenschein. Schönes Panorama hier. Das ist der 10. Freitag der 8., Samstag der 9., Sonntag der 10. Tag heute. Genau, der 10. Tag heute auf dem PCT. Ja. Und morgen ist Hotelübernachtung angesagt mit einem Zero-Tag. Übermorgen, also ein Tag komplett ohne auf dem Trail voranzukommen. Bisschen Organisation, Wäsche waschen, gutes Essen essen, die Stadt angucken. Ja, das wird dann übermorgen den Tag bestimmen und übermorgen am Mittwoch geht es dann nach einem guten Frühstück ganz entspannt wieder weiter auf dem Trail. Der nächste große Meilenstein ist, glaube ich, also Cabazon ist noch die nächste Stadt, wo man die Möglichkeit hat, nach Idlewild was zu kaufen, aber das ist jetzt nicht so ein Höhepunkt. Danach ist dann Big Bear City und Big Bear Lake der nächste Meilenstein. Da ist auch das nächste Paket, was da auf mich wartet. Mal gucken, was ich mir dahin geschickt habe. Jo, so ist das Leben hier. Howdy, noch einmal vom 10. Tag, Sonntag, der 24. April 2022. Das ist hier gerade richtig schön. Also eigentlich müsste ich jetzt die Kamera mal umdrehen. Aber jetzt kommt gleich eine Kurve, da sieht man es dann auch. Das ist richtig schön hier. Also da hinten der See. Wow. Das ist unglaublich. Das ist ein Anblick. Da kommt man doch ins Schwärmen, wenn man das sieht. Voll. Richtig, richtig schön. So geht's hier den ganzen Tag. Heute ist Sonntag, morgen ist Montag. Ja. Also ist ein richtiger Sonntag heute. Aber nach dem hier wird jeder Tag ein Sonntag sein. Das Wetter ist herrlich. Jetzt gerade kein Wind, angenehme Wärme. Richtig schön der Blick ins Tal da hinten. Wow. Ja, das beflügelt. Und was auch beflügelt, ist der Gedanke an ein Bier, an ein kaltes oder eine kalte Coke oder alles zusammen, wie auch immer. Morgen in Idlewild, so heißt das Örtchen, und die Stadt soll richtig schön sein. Ja, also das macht richtig Spaß, hier auf dem Pacific Crest Trail zu laufen. Das ist hart, manchmal, klar, durch die Anstiege und Abstiege so.
Jetzt sind es gerade im Moment ja, knapp 24 Kilometer. Heute Morgen gestartet, ja, gegen 10, ziemlich genau gegen 10 vom Paradise Valley Café nach einem fetten Frühstück, hatte ich schon erzählt, glaube ich. Um 10 gestartet. Jetzt ist es 16:21 Uhr, 24 Kilometer, also ja, so um die 6 Stunden Wegzeit jetzt. Das ist okay, wenn man die Steigung hier mit berücksichtigt. Das ist ein ganz guter Schnitt. Es sind noch ungefähr 3,8 oder 4 Meilen bis zum Apache Spring. Da gibt es Wasser und wahrscheinlich 1, 2 gute Stellen zum Übernachten. Ja, Mann, ist das herrlich hier. Huch. Immer noch Sonntagabend, 6:30. Wir haben noch kein Wasser und noch keinen Schlafplatz. Es ist ziemlich kalt, aber dafür eine gute Aussicht. Das ist doch schon mal etwas. Richtig cool. Hier kann man bis nach Palm Springs gucken. An klaren Tagen, und ich glaube, heute ist ein klarer Tag. Richtig gut. Das wird eine richtig kalte Nacht heute. Hier sind überall so Schneeflechten verteilt, also überall da, wo die Sonne nicht so richtig hinkommt. Ja, muss mich mal wieder rasieren, sehe ich gerade. Gut, dass ich eine Mütze auf habe. Sonst würde ich noch mehr sehen. Ja, oh Mensch, da sind Menschen. Ich mach mal aus.
Howdy. Heute ist Montag, der 25. April 2022. Der 11. Tag heute auf dem Trail. Bin hier seit 2 oder 3 Tagen knapp mit dem Matthias aus Hannover unterwegs. Ganz sympathischer Typ. Wir sind jetzt unterwegs nach Idlewild immer noch. Gestern hat es mit der Übernachtung und dem Wasser teilweise geklappt. Also einen Platz zum Übernachten haben wir gefunden. Aber an die Wasserquelle sind wir nicht mehr rangekommen, weil wir kamen um 18:30 Uhr oder so da auf so einer Hochebene an, bei 2200 Meter. Also Hochebene ist übertrieben. Eine flache Stelle oben am Berg, kann man sagen. 18:30 war es, das heißt also, wir hatten nicht mehr allzu viel Tageslicht. Der Apache Spring, also die Quelle, zu der wir eigentlich wollten, lag von der Stelle, an der wir dann dort auch geschlafen haben, lag noch mal eine halbe Meile bergab. Das heißt, wir hätten eine halbe Meile bergab und nochmal eine halbe Meile den gleichen Weg bergauf gehen müssen, um dann dort schlafen zu können, sodass wir uns das mit dem Wasser heute gespart haben. Jetzt kommt hier gleich eine Wasserquelle. Ja, die Nacht war interessant. Also wir hatten erst alle gedacht, es wird mega kalt. War es auch, aber mit gutem Schlafsack und guter Ausrüstung so ging das. Ich habe in meiner Daunenjacke gepennt im Schlafsack mit Kapuze über. Zum Glück hatte ich die kleinen Schlafsäckchen für die Füße, also Booties heißen die. Das sind so wie kleine Schlafsäcke für Füße. Das ist auch ganz gut. Man nachts keine kalten Füße. Also es ging, aber mein Zelt hat es fast dahin gerafft. Also das stand nur noch heute Morgen, als ich aufgewacht bin, so halb. Ja, dann hatte sich auch der Trekkingstock, mit dem man ja das Zelt fixiert, der hatte sich durch den krassen Wind, das war eine richtig windige Nacht, also eine stürmische Nacht kann man sagen, hatte sich der Trekkingstock durchs Zeltdach gebohrt. Jetzt habe ich ein Loch im Zelt, was so ungefähr Zentimeter mal Zentimeter misst. Das muss ich erstmal flicken in Idlewild. Ich hoffe, ich denke dran. Ansonsten werde ich spätestens in der nächsten Nacht draußen dann drauf stoßen, dass da ja noch was war. Naja, wird jetzt zwischen den Zeltstock und das Stück Stoff im Zelt einfach einen Latschen packen, habe ich mir überlegt. Der hat ja eine dicke Gummisohle, das richtig festziehen und dann sollte das klappen. Ja, also jetzt 12:15 Uhr, wir sind schon 4 Stunden unterwegs, also gegen 8 losgelaufen. Haben jetzt 13,5 Kilometer auf der Uhr und es wären noch ungefähr 17 vielleicht, bis wir in Idlewild sind. Die Gegend hier ist wieder mal sehr, sehr angenehm. Der Aufstieg heute Morgen war es echt so tough, ziemlich anstrengend. Hi.
Na, Ronny, wie sieht's aus? Ja, ganz gut sieht's aus. Ja, was machst du hier gerade? Wir fahren nach Idlewild in die Stadt. Auf dem Pickup-Truck hier. Von zwei coolen Leuten sitzen hier auf der Couch. Ja, richtig cool. Die Cops. Machen wir wahrscheinlich eher 10, wa? Ja, klick auch noch einen drauf. Ich mach schon. House of Jerky. Das klingt gut. Elfi! Elfi! Hi! Gut. Footwear. Alles klar, hier kommen wir nachher überall vorbei. Yes. Warum sie nicht hinten rein, Junge? Geilo.